Was ich möchte, was kann ich alles wirklich in Österreich? Ja, ich kann reden auch. Das kommt von der das kommt von der Niederländer Regierung. Also Mark for Appreciation. Weil er Niederländer gerettet hat oder? Ja, genau. Das ist also das gibt eine Erklärung hier drüber. Ja, man sieht hier, das ist diese Schleuse. Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ja, und hier auch. Hier. Das gibt's auch. Hier ist nochmal ein Modell davon. Ja, diese Diorama hier da. Wir sind hier. Da. Wir sind hier. Du kannst die Da in dem, ja. Ja, genau. Darf ich diese Seite kommen? Nur kurz, weil ich bin so direkt. Es ist so schwer zu vorstellen, aber im Prinzip wir sind hier. Das ist unser Footprint hier. Ja. Da bist hier eingekommen, ja. Das ist, wo hat wir uns getroffen, in dieser großen Gebäude. Und man sieht das hier, das war im Prinzip, kann man sagen, das Gasthaus hier drüber. Man sieht, ein Pub. Ja, aber das war nicht das Gasthaus in dieser Seite, das war... Sieht so groß aus. Sowas. Aber hier drüber war diese Second-Schleuse. Wow, gut. Ja, das ist ein Folkhorn. Ja. Und es gibt auch noch eine zweite, wir haben verschiedene Fassungen von mir. Dieser Verein, Museum, bis 2001, wir hatten kein Heim, wir hatten kein Zuhause. Hier, das können wir vielleicht ein bisschen was zusammen. Und dann in 2001 hatten wir die Genehmigung von der Behörde. Hier haben ein paar Enthusiasten für ihr Schifffahrtsmuseum das Gelände einer ehemaligen Werft bekommen und machen rein ehrenamtlich die Instandsetzung von alten Schiffen und die Ausstellung und solche Dinge. Steven hat mich hier herumgeführt. Er hat eine Zeit lang in Österreich gelebt, ist aber eigentlich Waliser. Deswegen spricht er aber Deutsch. Und er hat mir hier vieles erzählt. Speziell auch die Geschichte dieses Lifeboats, welches hier wieder instand gesetzt wird, um es allerdings auf dem Trocknen zu lassen. Und wie es die Mannschaft von einem niederländischen Schiffbruch gerettet hat. Die Leute, das normalerweise hier, die sind zu Hause gegangen. Und auch eine Rekonstruktion. Turm und Leuchtturm. Ja. Leuchtturm oder Feuerschiff? Leuchtturm sowieso. Ja. Und in der Vergangenheit, dies würde ein kleines Boot, das bedienen dieser. Die tragen ein bisschen Fracht oder Versorgungsboot für die Leuchttürme. Ja, Serviceboot. Sie heißt General Picton. Und der Name General Picton ist ein männlicher Name, aber alle Boote sind bekannt als sie. Hier gibt es hier eine Sänger. Hier. Das ist doch noch ein Gegenstück, ne? Und das auch. Oder hier auch. This is called roves and rivets. This is the rivet. Oh, Hillary. Oh, how are you? I'm all right, thank you. Is there a room in here I think so. Have a look around, Hillary. Okay, all right. Was ist das für Holz? Ja, das ist Lärche. Lärche, das geht auch? Ja.
Und das ist nicht eingekauft. Wir hatten eine große, dem, das hat dieser Boot gebaut, oder gehört dieser Boot, er hat einen großen Baum gekauft. Mhm. Und was ist geschnitten. Ne? Wir haben da verschiedene Masse hier man sieht. Okay? Und so, hier ist die Länge hier. Ein Rettungsboot, ein historisches. Ein merkwürdiger Friedhof mit gedoppelten Grabplatten. Aber wozu? Nach einem interessanten Tag in Pembroke Dock geht es von der irischen See durch Wales an die Severn-Mündung. Wales zeigt sich wieder üppig grün, sodass ich allerdings von der Landschaft nicht so viel mitbekomme.
Hier geht es über eine große Severnbrücke hinüber nach England. Und dies ist auch der Grund, warum ich hier entlang fahre, denn der Severn hat hier einen Tidenhub von wahrscheinlich etwa 12 Metern. Das ist enorm, aber noch habe ich nicht viel davon gesehen. Yes, very nice. Enjoy your step. Ja, Entlang des Geländers finden sich zahlreiche private Gedenktäfelchen verstorbener Menschen. Diese viktorianische Teehauspagode ist wirklich ein passendes Schmuckstück für diese Brücke. (1970) brach bei einem Belastungstest ein Teil der Brücke zusammen. Gott sei Dank hat man sie wieder restauriert. Clevedon liegt südwestlich von Bristol an der immer breiter werdenden Mündung der Severn. Und ich werde weiter versuchen, eine eindrucksvolle Sicht auf die gewaltigen Gezeiten zu bekommen. Aber auch bald ein Landquartier für die nächste Nacht suchen.
Das ist also der riesige Mündungstrichter bei Ebbe. Im Hintergrund ein weitläufiges Kernkraftwerk, an dem ich gerade vorbeigefahren bin. Damit habe ich hier in der ländlichen Idylle überhaupt nicht gerechnet. 4 Reaktoren sind stillgelegt, 2 neue allerdings sind in Bau. Trotzdem möchte ich hier in einem kleinen Landgasthaus übernachten. Und hinter der Kneipe sind ein paar Gästezimmer in einer Remise. Schön, ne? Eigene Toilette und Dusche. Schreibtisch, Garderobe und Fenster auf die Gasthauswiese. Von Irland gekommen war ich heute vom Pembroke Dock durch Wales bis nach Sheraton gefahren, um jetzt in dem Dorfgasthof zu übernachten. In meiner nächsten Etappe geht es weiter nach Cornwall.